Es gibt eine gute Chance, dass die Person neben dir gerade jetzt bei der Arbeit, in der Bahn oder sogar in deiner eigenen Familie eine völlig andere innere Realität erlebt als du. Und du wirst es nie erfahren, weil man es von außen fast nie sieht. In den nächsten 8 Minuten gehen wir durch 5 verschiedene mentale Realitäten. Nicht die Klischees aus Filmen, was wirklich dahinter steckt. Und ich sage es dir direkt vorweg, mindestens eine dieser 5 hast du wahrscheinlich bisher falsch verstanden. Auch wenn du gerade denkst, das trifft nicht auf dich zu. Fangen wir an mit der, die jeder zu kennen glaubt, aber fast niemand wirklich versteht: Depression. Depression ist nicht Traurigkeit. Traurigkeit hat einen Grund und geht vorbei. Depression kommt oft ohne klaren Grund und sie bleibt. Es fühlt sich an, als würde sich eine graue Wand zwischen dich und alles legen, was du früher gefühlt hast. Dinge, die dir Freude gemacht haben, fühlen sich plötzlich leer an. Nicht schlecht, leer. Aufstehen, duschen, auf eine Nachricht antworten, das alles kostet auf einmal enorme Energie für Dinge, die früher automatisch liefen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit über 280 Millionen Menschen betroffen sind. Und trotzdem denken viele immer noch, man müsste sich einfach zusammenreißen. Das ist keine Willensfrage. Es ist eine echte Veränderung darin, wie das Gehirn Motivation und Freude verarbeitet. Zweiter Halt. Etwas, das fast jeder kennt, aber kaum jemand wirklich versteht. Die Angststörung. Ein bisschen Angst ist normal, sogar nützlich. Sie warnt dich vor echter Gefahr. Bei einer Angststörung schlägt dieses System ständig Alarm, auch wenn keine Gefahr da ist. Herzrasen, Enge in der Brust. Das Gefühl, dass gerade etwas Schlimmes passiert, obwohl objektiv nichts passiert. Und das Schwierige daran: die Betroffenen wissen das oft sogar. Sie wissen rational, dass die Angst übertrieben ist. Das ändert nichts, weil das Gefühl trotzdem real bleibt, auch wenn der Auslöser es nicht ist. Dritter Halt: die bipolare Störung. Das ist nicht mal gut drauf, mal schlecht drauf sein. Das ist einfach jeder Mensch. Bipolare Störung bedeutet extreme Phasen. Eine manische Phase kann sich anfühlen wie grenzenlose Energie, kaum Schlafbedürfnis, riskante Entscheidungen, das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Und dann kippt es, oft ohne Vorwarnung, in eine tiefe, depressive Phase. Das Tückische daran: in der manischen Phase fühlt sich für die Person meistens nichts falsch an. Im Gegenteil, es kann sich sogar wie der beste Moment ihres Lebens anfühlen. Genau das macht es so schwer zu erkennen, dass gerade etwas außer Kontrolle gerät. Und jetzt wird es komplexer. Schizophrenie. Wahrscheinlich das am meisten missverstandene Wort auf dieser Liste. Schizophrenie ist nicht eine gespaltene Persönlichkeit. Dieser Irrtum hält sich hartnäckig, auch in Filmen, die es eigentlich besser wissen sollten. Schizophrenie betrifft, wie das Gehirn Realität verarbeitet und filtert. Das kann bedeuten, Stimmen zu hören, die völlig real klingen, aber niemand sonst hört. Gedanken, die sich nicht mehr klar ordnen lassen. Manchmal ein tiefes Misstrauen gegenüber der eigenen Wahrnehmung. Für Außenstehende wirkt das oft beängstigend. Für die betroffene Person ist es meistens noch viel beängstigender, weil die eigene Realität plötzlich nicht mehr verlässlich ist. Und zum Schluss ein Begriff, der aktuell überall benutzt wird, aber selten richtig: die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Im Internet wird narzisstisch heute für fast jeden benutzt, der einfach nur selbstbewusst oder egoistisch wirkt. Die echte Störung ist etwas ganz anderes. Sie beschreibt ein extrem instabiles Selbstwertgefühl, das ständig von außen bestätigt werden muss. Dahinter steckt oft nicht zu viel Selbstliebe, sondern eher das Gegenteil. Eine tiefe Unsicherheit, überdeckt von einem künstlich aufgeblasenen Selbstbild. Betroffene wirken nach außen oft selbstsicher, fast überlegen. Innerlich kann ein einziger Kommentar reichen, um dieses ganze Bild ins Wanken zu bringen. 5 Störungen, 5 völlig unterschiedliche innere Realitäten. Und eine Sache verbindet sie alle: von außen sieht man fast nie, was wirklich in jemandem vorgeht.
Also, eine Frage an dich und ich möchte wirklich, dass du sie in den Kommentaren beantwortest. Welche dieser 5 hättest du am ehesten falsch eingeschätzt, bevor du dieses Video gesehen hast? Schreib einfach den Namen in die Kommentare. Ich lese wirklich jede Antwort und ich bin gespannt, welche am häufigsten genannt wird. Ein wichtiger Punkt, bevor wir hier enden. Dieses Video ersetzt keine Diagnose. Nur ein Arzt oder Psychotherapeut kann das leisten. Wenn du dich in einem dieser Punkte wiedererkennst oder dir Sorgen um dich oder jemand anderen machst, sprich mit jemandem darüber. Und wenn es akut ist, die Telefonseelsorge ist unter 0800 111 0111 rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Wenn dich dieses Video dazu gebracht hat, einen dieser Störungen anders zu sehen, lass ein Like da. Das hilft wirklich dabei, dass Menschen, die es brauchen, dieses Video finden. Abonnier den Kanal, wenn ich eine dieser 5 Störungen in einem eigenen Video vertiefen soll. Sag mir einfach welche in den Kommentaren. Ihr entscheidet quasi das nächste Thema. Bis zum nächsten Mal.